Heute sprechen wir über die aktuellen Spritpreise in Polen und wie die sich in letzter Zeit verändert haben. Und es gibt auch noch eine wichtige Information für Tanktouristen für die Zukunft. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, an erster Stelle würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und ein Like da lässt. Das würde mich persönlich sehr, sehr freuen und mir und dem Kanal natürlich sehr weiterhelfen. Schon mal vielen Dank an dieser Stelle dafür. Kommen wir jetzt aber auch schon direkt zum Thema und sprechen mal über die Spritpreisentwicklung vom letzten Monat. Und ja, dazu nehme ich euch einfach mal mit auf meinen Bildschirm und dann zeige ich euch mal, was ich hier fotografiert habe. Und zwar haben wir hier einmal ein Bild vom 19.09. diesen Jahres, was jetzt ungefähr ein Monat her ist. Und hier haben wir jetzt die Spritpreise. Hier haben wir jetzt den Liter Super für 6,19 Watt, was auf den Euro umgerechnet ca. 1,28 Euro ist. Ich habe gerechnet 1 Euro gleich 4,80 Watt, weil das so ungefähr der heutige Kurs ist. Dann haben wir hier den Diesel, den Liter Diesel für 7,12 Watt, was ungefähr 1,84 Euro sind. Und den Liter Autogas haben wir hier für 2,89 Watt, was ca. 60 Cent sind. Dann zeige ich euch jetzt auch mal direkt ein Bild, was ich am 14.10. gemacht habe, an genau der gleichen Tankstelle. Und zwar sehen wir hier schon eine Preiserhöhung. Jetzt kostet der Liter 6,94 Watt, was ca. 1,44 Euro ist. Der Liter Diesel 8,04 Watt, was ca. 1,67 Euro ist. Und den Liter Gas für 2,85 Watt, was ca. 59 Cent sind. Somit haben wir eine Spritpreiserhöhung beim Super von 75 Groschen, was ca. 15 Cent sind. Beim Diesel sind das 92 Groschen, was ca. 19 Cent sind. Und beim Autogas haben wir eine Vergünstigung von 4 Groschen, was ca. 1 Cent ist. Und ja, da sehen wir, das ist jetzt die Spritpreisentwicklung vom letzten Monat. Und jetzt kommen wir auch schon zu der anderen Information, was mit großer Wahrscheinlichkeit den ein oder anderen Tanktouristen interessieren könnte. Und ja, da nehme ich euch auch mal direkt wieder mit auf meinen Bildschirm. Und zwar haben wir hier eine Information, dass es ab dem Jahr 2024 einen neuen Kraftstoff in Polen gibt. Und zwar ist hier die Rede von E10. Ja, kann ich jetzt nicht markieren. Hier genau, E10. E10 gibt es ja schon seit ungefähr 10 Jahren in Deutschland. Ist ein Kraftstoff, der wohl, ja, wie soll man sagen, umweltfreundlicher ist. Ob das jetzt wirklich der Wahrheit entspricht oder nicht, kann ich jetzt nicht verifizieren. Ich bin kein Experte in diesen Punkten. Wenn wir jetzt nur von den Medien ausgehen, ist das so, dass im E10 mehr Biokomponente vorhanden sind. Und das ist auch der ausschlaggebende Grund, warum es einfach ja, für die Umwelt gesünder ist. Kommen wir jetzt auch noch mal zum Thema, warum eigentlich Polen jetzt ab dem Jahr 2024 E10 einführen möchte. Und dann haben wir hier auch schon eigentlich direkt am Anfang vom Artikel stehen, der Krieg in der Ukraine ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Und zwar haben wir hier einen Bericht, auch wo es drin steht, dass der Krieg in der Ukraine in vielen Lebensbereichen ausschlaggebend Einfluss genommen hat und genauso auch in der Automobilbranche. Und dann haben wir hier auch noch, ich glaube, das ist, haben wir das ungefähr, das müsste hier ungefähr dieser Artikel sein. Hier steht das auch nochmal, dass das russische Öl ein Hauptbestandteil bei der Herstellung von Kraftstoff ist und man möchte sich einfach auch unabhängig davon machen und halt auf fossile Energie verzichten bzw. minimieren, um sich einfach auch von Russland unabhängiger zu machen. Deswegen steigt man da einfach auf E10 um, weil da einfach mehr Biokomponente vorhanden sind. An dieser Stelle kann ich auch noch mal sagen, ob das jetzt gut oder nicht gut ist, richtig oder falsch ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Wenn man jetzt, also ich sag mal so, wenn man jetzt der Ukraine gegenüber solidarisch sein möchte und Grund dessen jetzt E10 tankt, soll er es machen, spricht nichts dagegen. Ob das immer alles Sinn ergibt, man muss das auch immer alles manchmal so von zwei Seiten betrachten, ist immer eine ganz andere Sache. Wenn man das jetzt aus Liebe zur Umwelt macht, ist das für mich auch völlig in Ordnung, soll das derjenige machen. Aber ob das dann auch wieder Sinn ergibt, ist auch wieder eine andere Sache. Gehen wir mal ein bisschen mehr auf das Thema E10 ein. Und zwar hört man ja auch immer sehr oft, dass E10, ja, es ist günstiger, aber man verbraucht auch im Prinzip mehr Sprit. Und dann schauen wir auch einfach mal, wie das hier jetzt auf der Seite quarks.de steht. Hier ist ein deutscher Bericht. Die Links packe ich euch natürlich auch nochmal nachher alle unten in der Videobeschreibung rein. Da könnt ihr euch das auch nochmal gerne durchlesen. Hier steht auch, dass der Verbrauch bei E10 circa 1 bis 1,5% mehr ist, aber das Tanken dafür 2 bis 4 Cent günstiger ist. Ja, jetzt muss man sich mal das Ganze ausrechnen. Ich habe das mal für mich privat selber ausgerechnet auf die heutigen Preise, ob es sich jetzt eigentlich für mich lohnen würde auf meine Fahrweise. Und zwar würde ich ungefähr bei einer Tankfüllung, ja, also ich rede jetzt bei einer Tankfüllung ungefähr, was habe ich hier ausgerechnet? Kann ich euch gleich sagen. Genau, bei einer Tankfüllung würde ich ungefähr 4 Zloty 90 sparen, ja, was ungefähr knapp ein Euro ist. Auf das Jahr gerechnet wären das 85 Zloty, weil ich ungefähr 17, 18 Mal im Jahr tanke. Ich habe jetzt nur rein den Arbeitsweg berechnet, was auf den Euro ca. 18 Euro ist. Jetzt haben wir hier noch einen anderen Punkt, der vielleicht auch sehr interessant sein könnte, und zwar schädigt Super E10 den Motor meines Autos. So, und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu dem Punkt Geld sparen, umweltfreundlich und so weiter und so fort. Hier sehen wir auch in dem Bericht, ja, theoretisch kann das passieren, da das Ethanol die Kunststoff von Aluminium im Motor angreift, aber in 90% der Fälle geht das eigentlich gut aus. Das heißt, von 100 Autos haben 90 keine Probleme, 10 haben Probleme. Gehen wir jetzt noch mal einen kleinen Schritt weiter und gehen jetzt einfach mal davon aus, okay, ich bin jetzt derjenige, der unter den 10% fällt. Das heißt, ich tanke die ganze Zeit E10, bumm, habe einen Motorschaden. Entweder muss ich ein neues Auto kaufen oder halt den Motor reparieren. Gehen wir mal davon aus, ich kaufe mir einen neuen Motor. Ja, dann haben wir hier ungefähr Kosten von 1000 Euro. Ich habe die Umwelt, also durch das Fahren mit E10 habe ich die Umwelt geschont. Ich habe auch ein bisschen mein Portemonnaie gespart während des Fahrens. Aber wenn der Motor kaputt geht, muss ich sowieso die 1000 Euro bezahlen. Und ich glaube, die Herstellung eines Motors, ich bin jetzt kein Ökologe oder sonst irgendetwas, aber ob das jetzt wirklich sehr, sehr, sehr umweltfreundlicher ist, mit E10 zu fahren und vielleicht einen Motorschaden zu riskieren, was dann die Herstellung des Motors für Schmutz verursacht, naja, das ist immer so eine zweiseitige Sache. Ich weiß es nicht. Also ich persönlich, ich habe noch nie E10 getankt. Ich bin nicht gegen das E10 tanken. Wenn jemand das für richtig hält und er sagt, ja, er fährt sehr, sehr viel Auto, vielleicht kann es sich finanziell lohnen. Vielleicht schont man auch dadurch ein bisschen die Umwelt. Will ich nicht abstreiten. Wer der Ukraine solidarisch sein möchte, weil das ist hier der ausschlaggebende Punkt, warum das hier Polen, oder mit einer der wichtigen Punkte, warum das hier Polen einführen möchte, ist das für mich auch komplett in Ordnung. Ich bin der Meinung, dass jeder seine Meinung frei äußern soll, egal ob es für die eine oder andere Seite ist, solange man einfach vernünftig und fair zueinander bleibt. Ja, ich hoffe, der Bericht hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass ich euch ein kleines bisschen weiterhelfen konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ich euch hier nochmal das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. An dieser Stelle danke ich euch auch, dass ihr euch mein Video bis zum Ende angeschaut habt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!